In der Porsche-Community dominierte in den vergangenen Jahren unter anderem das Thema Singer. Ein Amerikaner, der auf Basis von 964er, 911ern schöne Resto-Mods baut mit ziemlich gut gemachter Technik und vor allem richtig schönen Details. Was dabei sehr, sehr häufig vergessen wird, ist, dass es auch in Deutschland jemanden gibt, der besondere 911er baut. Nicht immer nur Resto-Mods, sondern teilweise auch komplett eigene Kreationen. Und der heißt Alois Ruf. Und heute fahren wir mit seinem neuesten Schätzchen, dem Ruf CTR Anniversary. Das Besondere an diesem Auto ist, es ist der erste komplett von Ruf entwickelte und gefertigte Sportwagen. 50 Stück wird es geben. Und das Besondere an dem Auto ist, es steckt kein klassischer 911 drunter. Das hat mit dem 911 nichts zu tun. Das Einzige, was hier 911 dran ist, ist die Frontscheibe und die Seitenscheiben. Mehr nicht. Das Auto basiert nämlich nicht auf einem klassischen Rahmen, sondern hat einen Kohlefaser-Monocoque mit zwei Alu-Space-Frame-Rahmen vorne und hinten. Einfach mit dem Ziel, ein komplett neues 911er-Gefühl zu schaffen und gleichzeitig das Gewicht extrem niedrig zu halten. Wir haben hier ein Fahrzeuggewicht von gerade mal 1250 Kilo. Es ist 180 Kilo leichter als ein aktueller Basis-Cayman, damit man das mal in Relation setzen kann. Und da hört es noch nicht auf. Auch der Motor ist selber entwickelt. Ein 3,6 Liter Biturbo-Boxer, der auf dem Metzger-Prinzip basiert. Das heißt, wir haben ein zweigeteiltes Kurbelgehäuse, eine Trockensumpfschmierung mit externem Ölauffangbehälter. Und dieses Aggregat, es ist unfassbar, was dieses Aggregat kann. Wir haben 880 Newtonmeter und 710 PS. Und das Ganze wird nur auf die Hinterachse losgelassen. Und dann kommt noch hinzu, das Ganze wird auch noch handgeschaltet. Das heißt, kein PDK, keine Tiptronic, ein echtes Handschaltgetriebe. 7 Gänge, auch selbst entwickelt, in Zusammenarbeit mit ZF. Bietet ein sehr, sehr schönes Schaltgefühl, ist wirklich sehr, sehr fein abgestimmt, hat sehr, sehr treffende Übersetzungen. Also es sind alle 7 Gänge sind Fahrgänge. Der 7. Gang ist nicht da, um irgendwie Sprit zu sparen, sondern die Höchstgeschwindigkeit von absurden 360 km/h wird auch in diesem Gang erreicht. So, wenn man da mal runterschaltet und mal durchlädt, dann kommt da eine Turbokeule angerauscht. Nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Newtonmeter auf so wenig Gewicht. Das ist ausgesprochen heftig. Das Ganze noch handgeschaltet. Und das Auto versteht sich eben als eine Art Spagat zwischen Klassik und Moderne. Denn einerseits haben wir hier ja ein Auto, was von außen ziemlich stark einen 964 mimt. Die Länge ist ziemlich gleich, er ist ein bisschen breiter, aber immer noch nicht wirklich breiter als ein VW Golf. Und lediglich der Radstand ist 7 cm länger. Und dementsprechend fährt man eigentlich in einer Art 964 Verschnitt rum und dementsprechend ist das Auto auch sehr, sehr kompakt. Es ist wirklich total geil auf der Straße, weil er total leicht zu platzieren ist. Man hat nicht so einen riesen Metallberg um sich rum.
Und dann eben noch die moderne. Wie schon gesagt, wir haben einen Kohlefasermonocoque als Basis des Fahrzeugs. Und dazu kommt auch noch, dass die Fahrwerksauslegung hochmodern ist und aus dem Rennsport kommt. Das heißt, wir haben eine Pushrod-Aufhängung vorne wie hinten und verstellbare Dämpfer vom Motorradhersteller Tractive. Die liegen einmal vorne längs und hinter mir quer. Und die geben dem Auto eben extrem präzises Handling und vor allem auch richtig viel Traktion, was man auch braucht bei diesem Ungetüm. Ah! Wir haben Carbon-Keramikbremsen und die sind auch bitter nötig. Das Auto hat so eine Gewalt, aber gleichzeitig kann man es auch sehr, sehr schön präzise fahren. Die Lenkung vermittelt so ein unglaublich tolles Fahrbahngefühl. Es ist Wahnsinn. Das Auto vermittelt all diese tollen Sachen, die ein alter Elfer vermitteln kann, aber ohne die Nachteile. Weil du hast hier Fahrleistung auf dem Niveau von einem modernen Hypercar und gleichzeitig aber dieses alte Elfer-Gefühl. Heckmotor, die Scheibe sitzt mir fast auf der Nase, es ist alles sehr, sehr kompakt. Du hast eine wahnsinnig mitteilsame Lenkung und da ist eben wieder dieser schon angesprochene Spagat aus Klassik und Moderne und das ist unglaublich toll umgesetzt von Ruf und macht auch einfach unfassbar viel Spaß. Besonderes Highlight für mich persönlich ist auch die Pedalerie, denn die besteht komplett aus Titan und die ist richtig, richtig schön angeordnet. Also das Gaspedal und die Bremse, die sind ziemlich genau auf einer Höhe und dadurch macht es das Auto einfach relativ leicht, sehr, sehr schön Zwischengas zu geben. Insgesamt werden 50 Stück von diesem Auto entstehen und dass das Ganze nicht günstig ist, ist klar. 975.000 € muss man ungefähr rechnen für einen, aber ist eigentlich egal, weil sie ja eh alle weg. Aber das kriegt man eben so nirgends, ein derartiges Fahrgefühl. Moderne Performance, aber so ein tolles Oldschool-Gefühl, aber ohne dass das irgendwie wabberig ist oder irgendwie gruselig zum Fahren, wie ja manche alten Heckmotor-Elfer auch durchaus sein können. Der Motor lässt sich überhalb von 3000 Umdrehungen, wenn er mal wirklich voll im Saft steht, lässt er sich eigentlich sehr, sehr schön dosieren. Also es ist nicht so, dass hier ab 3000 dann ein unaufhaltsamer Drehmomenthammer kommt. Es fühlt sich zwar so an, aber er lässt sich immer noch relativ ordentlich dosieren. Was man auch sehr schön merkt, ist, dass die Dämpfer richtig, richtig gut arbeiten. Also auch wenn man hier auf den ganzen Landstraßen rund um Pfaffenhausen mal eine Bodenwelle oder sowas trifft, da reagiert das Auto eigentlich sehr, sehr schön drauf. Also das bleibt relativ plan, aber lässt sich dann trotzdem wissen, dass da eine Bodenwelle ist, aber ohne dass es jetzt das ganze Auto durchschüttelt oder gar unruhig werden lässt. Das ist eben auch wieder wirklich eine tolle Abstimmungsarbeit, weil einerseits hat man es geschafft, das Auto gut fahrbar zu machen. Das ist jetzt nicht übertrieben gruselig, hier mit 700 PS und Handschaltung rumzufahren. Das ist echt gut kontrollierbar eigentlich. Und das ist es eben auch, was es ausmacht, diesen goldenen Punkt zwischen Klassik und Moderne zu treffen. Dieses pure Elfer Fahrgefühl verbunden mit einer unfassbaren Performance. Und dieser Sound. Hier ist ein Orkan im Cockpit.